Ich erzähle euch jetzt eine wahre Geschichte. Ich ging nämlich letzt spazieren auf meine kleine rote Bank hinzu und setzte mich auf die Bank und zack, saß neben mir mein kleiner Freund. Und dieser erzählte mir eine Geschichte. Ich ging am Rhein spazieren und setzte mich auf eine rote Bank und da kam so ein kleiner Typ und berichtete Folgendes. Hey, sagte er, ich muss dir eine Geschichte erzählen. Eine wunderschöne Geschichte, die sich wirklich abgespielt hat. Er schaute mich mit großen Augen an und sagte, ja, sie hat sich so abgespielt. Vor 80.000 Jahren. Und ich habe eine Zeitreise gemacht. Ob du das glaubst oder nicht, sagte er. Vor 80.000 Jahren, ganz archaisch, war das so, dass die Menschen, da gab es noch nicht so viele, auf diesem Planeten saßen immer, und sie waren auch alle zusammen aufgewachsen, saßen nebeneinander, beziehungsweise abends im Kreis herum und erzählten sich, was sie tagsüber erlebt hatten. Ja, sagte er, die erzählten sich, was sie tagsüber erlebt hatten. Und alle hörten zu, weil sie waren noch nicht abgelenkt durch Fernsehen und andere Energie. Und sie waren wach und aufmerksam. Und sie konnten zuhören, sie konnten lange zuhören. Die Geschichte fing gerade an, langweilig zu werden, als er sagte, ja, und plötzlich ertönte eine Stimme oben, die Menschen erschraken. 280 Menschen, nicht alle saßen im Kreis, aber viele, ein Kommunikationsfaden und dann von oben die Stimme, ihr habt gesündigt, ich vertreibe euch. Großes Erschrecken. Und dann sprang der Voodoo-Mann, der Priester, in die Mitte und sagte, hey, großer Gott, lass uns noch eine Weile weinen, ich vertreibe euch aus dem Paradies, ihr wart böse, ihr habt vom Baum der falschen Erkenntnis gegessen. Und da sagte der Priester, oh, gib uns noch eine Chance. Und dann kam die Stimme von oben, okay, ich gebe euch noch eine Chance, wenn ihr das Geschenk, was ich euch gleich gebe, in seiner Ganzheit erfasst, dann dürft ihr noch eine Weile im Paradies bleiben oder vielleicht sogar für immer, aber ihr müsst das Geschenk in der Ganzheit erfassen. Und dann kam von oben, mitten in den Kreis der Menschen, ein Geschenk, das blinkte und roch und sah farbig aus, hatte viele Formen und Gestalten. Die Menschen waren überrascht und sagten, oh, sagte der eine, der links saß, das sieht ja grün aus. Und der andere, der rechts saß, nein, es sieht gelb aus. Und wieder ein anderer, es sieht schwarz aus. Und einer schrie, es ist eckig. Voller Aufregung, alle schrien durcheinander. Da sprang der weise Mann auf das Geschenk obendrauf und sagte, seid still, ihr Lieben, seid still, begreift ihr denn nicht? Dieses Geschenk ist eine Chance für uns. Wir sollen es in der Ganzheit erkennen, in der Ganzheitlichkeit. Und erst dann dürfen wir wieder das andere Geschenk, das Geschenk des Lebens, vollumfänglich genießen. Dazu müssen wir aber lernen, nicht zu sagen, das Geschenk ist grün, sondern für mich ist es grün. Und der andere, dem es gelb erscheint, muss fragen, für dich ist das Geschenk grün, erzähl mal, für dich stinkt es nach Dung und für mich stinkt es nach, oder riecht es köstlich nach Werbeeinblendung Chanel Nummer 5. Für mich riecht es ganz köstlich nach göttlichem Aroma. Und so begriffen die Menschen, dass sie nicht nur rausplaudern sollen, wissenschaftlich unterstützt, wie sie die Welt sehen, sondern dass sie durch die Augen des anderen die Welt erkennen können, indem sie fragen, welche Farbe hat für dich die Welt, welchen Klang hat das Geschenk natürlich, wie riecht es, wie sieht es aus, welche Gefühle macht es dir. Und wenn sie dann so durch die Sinne der anderen Menschen das Geschenk wahrnehmen, haben sie eine Chance über sich selbst, über die eigene Wahrnehmungsfähigkeit hinaus, das Geschenk, also die Welt, zu erkennen. Das erklärte der Priester. Die Menschen waren erstaunt und überrascht und sanken in einen tiefen Schlaf.
Und als sie wieder aufwachten, stand der Priester immer noch auf dem Geschenk und sagte, bitte, sagt nicht, wie ihr die Welt seht und begründet das, auch wissenschaftlich noch so gut erklärt, sondern fragt, wie siehst du die Welt? Und wisst einfach, so ist die Welt auch. Die Welt ist nicht wie der Wissenschaftler A oder der Wissenschaftler B sie sieht oder der naive Mensch sie riecht oder spürt. Nein, sie ist alles zusammen. Sie ist das Ganze und das müssen wir lernen. Und die Menschen lernten es und durften noch eine Weile im Paradies bleiben. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wisst ihr. Hey du kleiner Mann, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte, dass man durch die Augen des anderen sehen kann und die Welt durch die Augen des anderen erkennen kann, wenn man nur die richtige Frage stellt. Wie ist dieses Problem für dich? Wie siehst du es? Wie fühlst du das? Und dann nicht sofort sagen, na, für mich ist es aber ganz anders. Nein, macht eure eigene Geschichte und freut euch, indem ihr das Ziel habt, durch die Augen des anderen, durch die Ohren des anderen, die Welt euch selbst ein bisschen reicher zu machen. Lernen wir gemeinsam das Staunen, wie der andere die Welt sieht. Sie ist sowieso noch viel komplizierter. Das wollte ich sagen für heute. Tschö. Die Menschen erschraken. Ihr habt gesündigt, ihr habt vom Baum der falschen Erkenntnis gegessen. Ich gebe euch noch eine Chance. Wir sollen es in der Ganzheit erkennen. Und so begriffen die Menschen, dass man durch die Augen des anderen sehen kann.